herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer MT Benz 140 und heute habe ich mal was richtig Geiles für euch und zwar diesen CL600 V12 der W221 Baureihe, also sprich der C116 mit über 500 PS. Trotz der explodierenden Spritpreise werden wir heute mal das Auto auch mal eine Runde bewegen und werden einfach mal schauen, wie viel das Auto wirklich verbraucht. Und ihr seht schon, alleine das Interieur, wenn man hier die Tür aufmacht, das ist einfach hammergeil. Ich bin schon sprachlos, wenn ich hier in den Innenraum gucke. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro und schauen uns das Auto dann mal ganz genau an. Bis gleich. So, dann jetzt willkommen hier am CL600, der, wie schon gesagt, W221 Baureihe, quasi der Nachfolger vom W220. Und ihr seht auch schon hier diese Felgen. Die Felgen sind meiner Meinung nach Maybach-Felgen, aber muss ich natürlich vorher dazu sagen, das ist jetzt für mich das erste Mal mit einem W221 Coupé und auch gleich das erste Mal ein 600er. Also für mich ist heute wirklich auch ein besonderer Tag, zum ersten Mal im V12 CL600 bewegen zu können. Wir sehen schon, dass es hier sich um das absolute Luxusmodell handelt, wenn man nur mal kurz auch in den Innenraum reinguckt und schon das Leder-Exklusivpaket sieht mit den Ziernähten, die überall sind. Wir erkennen auch, dass es ein V12 ist, nicht nur an den Kotflügeln hier, wo das V12-Symbol zu sehen ist, sondern auch hier im Innenraum. Überall ist dieses V12-Symbol und gibt den Fahrer auch nochmal den Ausdruck, dass er sich hier wirklich um das Spitzenmodell von dieser Klasse handelt. Ja, dieser CL600 ist mit 5,5 Liter Hubraum eigentlich gar kein wirklicher 600er mehr. Also es handelt sich ja nicht um 6 Liter Hubraum, sondern um 5,5 V12. Wie bei einem Coupé üblich sieht man auch hier, wenn die Scheiben unten sind, die fehlende B-Säule, einfach dieser riesen Fensterausschnitt, den man hier hat, und der sieht durch diese Chromleiste, die das Ganze nochmal abrundet, richtig edel aus. Dadurch, dass ich zu dem Auto selbst nicht so viel erzählen kann, kann ich euch einfach nur zeigen, was ich hier sehe. Hier seht ihr auch schon die Leder-Exklusiv-Ziernähte, die sich hier ranziehen. Dann haben wir, wie aus dem W221 auch, die Schalterkulisse natürlich mit Memory-Paket, Sitzheizung, Sitzbelüftung. Hier haben wir auch nochmal den Griff mit den ganzen Schaltern. Wunderschöne Holzleiste, die hier komplett durchgeht. Dann haben wir hier auch nochmal ein kleines Klappfach, was eigentlich Stauraum für Visitenkarten und Kugelschreiber, kleinere Sachen gibt. Ist jetzt nicht ganz so groß, sage ich mal, zu verwenden. Und hier unten haben wir auch die Harman Kardon Soundanlage, eine riesen Tür mit diesen abgesteppten Ledernähten. Und was natürlich auch beim Coupé wirklich üblich ist, ist diese Chromblende hier, wenn man die Tür aufmacht, dass man sich hier nochmal von der Limousine abhebt und einfach sagt, okay, hier ist Chrom. Das ist einfach so nochmal ein Statement, wenn man sich das hier Ganze anguckt. Das haben wir bei allen CLs, einfach Tür auf, Chrom, ja, auch nochmal so ein bisschen als kleines edles Abstufung zur Limousine. Weil man muss ja sagen, ein Coupé ist jetzt kein alltagstaugliches Auto. Ja, man muss halt immer einen Sitz vormachen. Das ist wirklich eher, um zu zeigen, hier, ich habe genug Geld, auch mit diesem Auto unterwegs zu sein und kann auf eine Limousine locker verzichten. Dann geht es hier weiter, haben wir auch wieder diese Ziernähte hier, die ganze normale Lichteinstellung. Wie ihr seht, das ist das Nachtsichtpaket.
Dann die Ledernähte hier, wie ich schon gesagt habe, V12 überall zu sehen durch die Sitzbelüftung. Auch hier überall ist das Leder perforiert. Und schauen wir uns auch hier an den Innenraum, und ich finde wirklich, der Innenraum ist sehr schön geworden. Sieht wirklich sehr edel aus. Hier diese Griffe auch nochmal schön in Chrom. Was mir wieder nicht gefällt und mir auch ein bisschen fehlt, ist der Gurtvorholer. Das ist ja etwas, der Gurt hängt jetzt hier so runter. Das ist, ja, naja, was soll ich sagen, nicht ganz so glücklich, würde ich sagen, wenn das jetzt schon ein bisschen ausgeleiert ist. Wir sagen, hängt es halt einfach nur da. Ja. Hätte man schöner machen können, um das Ganze ja noch ein bisschen edler dastehen zu lassen. Dann gucken wir hier auch mal rein und man sieht diese wirklich geschlossene, relativ schalterlose Mittelkonsole. Also sieht sehr aufgeräumt aus, wenn man jetzt hier zum ersten Mal in das Auto reinguckt und eigentlich noch aus dem 140er oder auch aus dem B220 die Anzahl an Schaltern gewohnt ist. Auch das Display, ja, man hat das Display jetzt nach hier oben befördert und dadurch ist einfach geschafft, hier das Ganze viel aufgeräumter zu machen. Die Schalter sind sehr aufgeräumt, einfach nur eine Linie, und man hat dadurch eine Riesenfläche, die einfach mit Holz quasi voll ist. Und auch hier dieses Element gefällt mir sehr, sehr gut. Also dieses Ei, wo man dann hier auf dieses Infotainment zugreifen kann, das ist wirklich, also da muss ich sagen, optisch gesehen hat es wirklich einen sehr schönen Reiz. Hier sind dann diese verschiedenen Klappen. Ja, es gibt auch mal Getränkehalter, endlich in der S-Klasse, wo man sagen kann, wir haben mal einen Getränkehalter, der wird ja in vielen Modellen auch ein bisschen vermisst. Jetzt haben wir das Ganze hier mal aufgemacht. Dann sieht das Ganze auch wieder ein bisschen praktischer aus. Hier haben wir den 5- oder 6-fach CD-Wechsler sogar. Und das alles mit Start-Stopp-Funktion. Ja, wenn wir dann hier mal drauf drücken, natürlich Keyless Go, und da sehen wir auch schon, erscheint hier dieses Display mit Volldigitalanzeige des Tachos, also wie wir es quasi schon von unseren ganz neuen Autos gewohnt sind. Und hier haben wir auch das, wie wir es jetzt aus der normalen S-Klasse und W212 kennen, das Infotainment-System. Und natürlich auch im Innenraum wird der Fahrer nochmal darauf hingewiesen, dass er sich hier in einem V12 befindet. Und auch hier haben wir diese wunderschöne Uhr, wie wir sie auch aus dem W221 üblich kennen. Und dann gucken wir hier nochmal kurz rüber schwenken und sehen uns einfach mal dieses wunderschöne Interieur an. Natürlich gehört zum Leder-Exklusivpaket auch dazu, dass es sich hier um den Alcantara-Dachhimmel handelt. Ne? Also man fasst das hier an, es ist wirklich sehr weich und richtig edel verarbeitet. Auch diese Sonnenblende hier fässt sich wunderbar an, wie man es halt auch kennt. Hier können wir das nochmal gucken. Hier haben wir nochmal ein Sonnenbrillenfach. Auch hier an dem Dachhimmel diese Nähte wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und dann das Einzige, wo ich sage, das ginge etwas besser, das ist dieser Griff hier. Der sieht halt wirklich zwar ganz normal aus, aber er ist nicht aus Plastik, sondern auch hier mit Alcantara-Bezug. Und wenn ich mit meinem Finger da hinten lang gehe, merke ich, dass hier auch eine Ziernaht ist und fässt sich dadurch auch nochmal richtig schön an. So, und dann gehen wir hier einfach mal auch an den Kofferraum ran und das hier mal aufmachen. Ist natürlich auch alles ein bisschen älter. Da machen wir jetzt ganz vorsichtig hoch. Man sieht, dass es eine elektrisch schließbare Heckklappe ist. Und da gucken wir uns jetzt hier einmal mal in den Kofferraum. Und das erste, was mir sofort ins Auge springt, anstelle des Warndreiecks, was ich eigentlich bei Mercedes ja immer vermute, das haben sie ein bisschen kleiner gemacht, ein bisschen eingespart, haben wir hier tatsächlich einen Regenschirmhalter. Und denkt nicht, dass der irgendwie nachgerüstet ist. Nein, man sieht auch hier, dass es wirklich für einen Regenschirm gedacht ist. Den kann man sich dann hier rausnehmen und seinen Regenschirm wirklich da rein tun. Das habe ich auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und gucken wir hier in den Innenraum und sehen einfach, hier ist auch ein Kühlschrank drin. Den gucken wir uns auch gleich an, wenn ich mal jetzt gleich mir den Fond von dem Fahrzeug anschaue.
hier mal die Klappe zu. Und da sehen wir schon die Auspuffanlage. Und ihr wollt dann sicherlich auch mal einen Soundcheck haben von dem Fahrzeug. Also das gucken wir uns auch noch mal genau an. Machen wir erstmal hier diese riesen Tür auf. Dann können wir den Sitz hier nach vorne klappen. Dann steige ich ein. Ja, und ich muss sagen, platzmäßig ist es jetzt für ein Coupé natürlich gut, aber es geht natürlich auch ein bisschen mehr, denn wie ich schon gesagt habe, haben wir eigentlich so einen kleinen Kühlschrank, der ist hier drin. Ja, und hier hinten muss ich sagen, Kopffreiheit, ja geht. Ich würde jetzt sagen, für ein Coupé ist es wirklich ganz gut. Und wir sehen auch hier, der Alcantara Dachhimmel zieht sich mit richtig schönen Ziernähten bis nach hinten durch. Hinten haben wir nochmal so einen Kleiderhaken, den man versenken kann mit einer kleinen Leseleuchte. Und was mir jetzt hier gerade auffällt, wir haben hier den Kühlschrank und sagt mir nichts Falsches, aber ihr seht es an den Schaltern, es ist aus dem W221 der Kühlschrank und man muss jetzt mal sehen, der W221, nicht W221, es ist aus dem W220 der Kühlschrank und der W220 bediente sich bei dem Kühlschrank schon von den Knöpfen, die noch aus dem 210er gekommen sind. Also man sieht, das sind hier eigentlich noch 210er Knöpfe und das ist ja eigentlich schon eine Baureihe noch vor der Baureihe. Also muss man hier sagen, sie haben einfach wirklich den 220er Kühlschrank genommen, nicht mal die Schalter verändert und hier wieder reingesetzt. Ja, ganz hier hinten haben wir noch das Heckrollo und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt einfach mal den Motor an. Tja, und wie Sie sehen, V12 sehen Sie nichts, ganz einfach eine riesen Platte drüber. Also ich vermisse immer wieder diesen schönen 6-Zylinder Motorblock, wie er auch im W140 zu finden war. Hier sieht man einfach nur eine schöne Außendecke, wie es bei den neueren Modellen üblich ist. Und das war's auch schon. Mehr kann ich euch hier zu dem Motor nicht zeigen. Und den machen wir jetzt auch mal an. Auch wirklich nur ein bisschen drauftreten, gleich so ein paar Prozent schon. So, jetzt sind wir hier angekommen im CL. Das erste, was ich ja vorhin schon gesagt habe, nicht so gefällt, ist das Hintergreifen. Da fehlt mir echt der Gurtvorholer. Starten wir das ganze Fahrzeug. Wir haben es ja vorhin schon gesehen. Also das ist schon echt Wahnsinn, wie das Auto hier abgeht. Schalter für das Automatikgetriebe ist nicht, wie wir es kennen, aus der Mittelkonsole, sondern das haben wir hier wie bei den neueren Autos üblich. Und wir werden jetzt einfach mal eine Runde durch die Stadt fahren ein bisschen und eine Runde Langstrecke fahren, also quasi Landstraße. Ich werde natürlich normal fahren, also jetzt hier nur weil das Auto viel PS hat, nicht voll ausrasten oder so, sondern wir wollen entspannt dahin gleiten.
Und dafür ist so ein Auto auch einfach da. Ich finde, es ist jetzt nicht hier, um an der Tankstelle oder an der Ampel anzugeben, sondern einfach, um hier dezent und elegant anzukommen und das halt nicht rauszuprotzen, sondern wirklich, dass man halt einfach sieht, okay, hier ist der V12 da, aber man muss ihn ja nicht an jeder Ampel ausreizen. Aber man könnte es, wenn man wollte. Ja, man hat ja gesehen, es ist ordentlich Druck. Vom Geräusch des Auspuffs her ist es eher so ein Fauchen, also es ist nicht wie bei so einem V8 so bullig, sondern es ist eher so ein fauchender Ton, wenn man jetzt hier so mal den Auspuff sich anhört. Aber trotzdem, wenn man jetzt hier fährt, man hört den Motor leicht im Hintergrund. Also ich fahre jetzt hier auch ganz entspannte Drehzahl, gerade mal bei 1000 Umdrehungen, bei 50 km/h hier in der Stadt, also wirklich ganz entspannt. Ich habe auch nur den Gasfuß ein bisschen angetippt und kann hier ganz entspannt fahren. Ist natürlich Luftfahrwerk, wir haben auch die Möglichkeit, das Fahrwerk auch hochzupumpen. Das Ganze ist hier auch im Kombi-Instrument drin. Ist verhältnismäßig, wenn ich jetzt mit meiner W220 S-Klasse vergleiche, doch etwas hart, liegt aber höchstwahrscheinlich auch an den großen und schweren Rädern. Ne? Die machen natürlich auch viel aus bei so einem Fahrzeug. So, dann machen wir jetzt mal die kleine Poser-Runde quasi durch die schöne Stadthalle an der Saale. Mal gucken, ob es heutzutage überhaupt noch einen interessiert, wenn man mit so einem Auto unterwegs ist. Aber ich muss so sagen, es fühlt sich halt wirklich schön entspannt und ich finde auch die Lenkung ist verhältnismäßig straff. Also eher sportlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich direkt daran liegt, dass es ein Coupé ist jetzt hier. Aber die ist halt echt schon relativ straff, muss man schon sagen. Ja. Es ist nicht so weich. Also beim W220 ist es schon weich, beim W140 ist es ja noch weicher. Und vor allem krass, wie das Auto auch anfährt, und ich fahre das jetzt gerade nur ganz leicht im Stand, also was heißt im Standgas, aber ich habe nur leichten Gasfuß, ich habe jetzt hier nicht beschleunigt und das ist auch, was das Auto so ein bisschen ausmacht. Ich muss nur ganz leicht antippen und dann fährt das Auto schon direkt los. Ja, also man muss jetzt nicht wirklich viel Gas treten, sondern ich berühre es eigentlich immer nur mit den ersten 5%. Jetzt ein Durchschnittsverbrauch von 18,8 Liter und ich habe dabei noch nicht einmal drauf getreten, ja? Das muss man natürlich auch sehen. Und hier, ich brauche nur, wenn ich diesen Punkt von leicht antippen, wo ich jetzt so normal losfahre, schon ein kleines bisschen übertrete, schon drehen hier die Räder durch. Das ist völlig verrückt. Also ich muss jetzt nur wirklich hier... Also der ruckt richtig an. Aber ich meine, das will man auch erwarten, ja. Wir sagen hier gerade das Fahrwerk, ja. Fährst du über die Heuberstraße und es bügelt wirklich gut weg, wie es halt auch wirklich für eine S-Klasse sein muss, ja. Also ich weiß nicht, wie der Reifenverschleiß am Ende bei so einem Auto ist, wenn man damit die ganze Zeit hier rumhackt. So, wie kriegen wir jetzt das Radio an? Navi. Display. Ah, hier gibt es auch ein Display, ne? Was nur du siehst. Das heißt, du kannst, ja, also kannst als Beifahrer kannst du das Display zu dir drehen. Also quasi siehst du, wie sich der Bildschirm hier bewegt. Kannst du quasi, wenn der Beifahrer jetzt einen Film gucken will oder so, kann man hier den Bildschirm bewegen, damit es dem Beifahrer halt besser angezeigt wird. Wir machen jetzt kurz mal Radio.
Ich habe jetzt ja auch gerade das gesucht, laut und leiser. Ja, das muss man auch erstmal. Du suchst eigentlich hier einen Knopf hier oder willst hier drehen. Das ist alles an dem hier ist laut und leise. Das ist auch sehr ungewohnt. Also wir müssen erstmal den On-Knopf und Off-Knopf drücken. Immer da überhaupt. Ja, was mich auch hier stört an dem Auto, die Seitenspiegel, die sind übelst klein. Die haben eine richtig komische Form. Also da siehst du fast nichts in dem Spiegel. Also nicht vergessen hier, auch wenn wir hier gerade schön am Rumcruisen sind, den Kanal abonnieren, Like auf das Video da lassen und Glocke aktivieren. Wird immer mal ein paar geile Fahrzeugvorstellungen hier geben. Und ja, 600er hier, das ist schon geil. Aber ich denke mal, dass solche Autos halt einfach in Zukunft eher museumsreif sind. Ja. Weil ich meine, am Ende, was willst du mit einem 600er? Wir sind jetzt in der Stadt hier bei 19,8 Liter, ja. Das ist einfach, also fast 20 Liter. Ich meine, gut, wir standen jetzt viel, aber wir sind langsam gefahren. Ich habe jetzt nur 1-2 Mal ganz leicht ein bisschen mehr drauf getreten, ja. Nur ganz kurz. Also ich fahre jetzt hier nicht an jeder Ampel Hackeletter los, ja. Das muss man ja auch mal sehen. Wenn man jetzt mit dem Auto ja wirklich in der Stadt Spaß hat, dann will ich gar nicht denken, da wird es wahrscheinlich auch auf 30 Liter gehen, ja. Mittlerweile, sagen wir mal, jetzt nur mal 20 Liter auf 100 Kilometer. Wir werden ja nachher auch mal die Tankstelle besuchen bei einem Spritpreis von 2,20 Euro. Ja, also 20 mal 2,20 Euro, da bist du bei fast 50 Euro. 50 Euro einfach mal nur für 100 Kilometer. So, durch die Stadt sind wir jetzt eine Runde gefahren, ungefähr 17 Kilometer. Und der Verbrauch pegelt sich hier zwischen 18 und 19 Liter auf 100 Kilometer ungefähr ein. Wir werden das Ganze jetzt mal resetten und dann fahren wir jetzt mal auf die Landstraße und dann werden wir mal gucken, was wir bei wirklicher entspannter Landstraßenfahrt hier mit dem Auto verbrauchen. Wir müssen jetzt natürlich noch mal tanken hier, weil wir haben es schon geschafft, hier auf Reserve zu fahren. Und natürlich V-Power, gucken wir gleich mal, was der ganze Spaß kostet hier. So. Zack. Oh. So, haben wir jetzt getankt hier. 46 Euro und 47 Cent für die ganze Videoaufnahme. Also ich blende euch übrigens ein PayPal-Spendenkonto unten ein. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr auch gerne ein paar Spenden da lassen. Dann können wir auch gerne weitere schöne Autos vorstellen hier mittlerweile. Naja. Okay, dann fahren wir jetzt nochmal Landstraße. Ach ja, ich wollte das jetzt noch mal kurz resetten. Und wir fahren jetzt mal ganz entspannt. Oh, dieser Gurt hier. Weil im Internet die Werksangabe von dem Auto war 14 Liter kombiniert. Und wenn ich 14 Liter kombiniert erreiche, dann müsste ich ja über Landstraße ungefähr 9 Liter schaffen, halt theoretisch. Ja, wenn der innerorts schon 20 braucht. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal ein Stück Landstraße.
ein schöner Ami hier. Der wird genauso viel brauchen. Mal gucken. Grüßt ihr? Nee, interessiert sie nicht. Ich bin nicht mehr im Oldtimer unterwegs, ja, das muss man halt auch sehen. Ja, das ist ja ein relativ neues Auto. Ich bin es eigentlich gewohnt, dass die ganzen Oldtimer-Kollegen ihn eigentlich grüßen. Ne? So, da sind wir jetzt angekommen mit dem CL 600. Ich habe jetzt auf der Landstraße die letzten 20 Kilometer ungefähr einen Verbrauch von 15 Liter mit leichten Gasfuß geschafft und innerorts war ich ungefähr bei 19 Liter. Also der Verbrauch ist schon exorbitant hoch. An sich muss ich sagen, sehr schönes Auto, sehr schöne Verarbeitungsqualität, sehr schönes Fahren auch mit dem Fahrzeug. Aber ich finde halt, der Verbrauch und V12 ist zurzeit einfach nicht mehr zeitgemäß. Wer es aber sich leisten kann und damit ein Statement setzen kann, soll es auf jeden Fall machen. Ich finde das wunderschön, so ein Fahrzeug auch zu haben, muss ich echt sagen. Für mich ist es eigentlich schon wieder eher so Richtung Wochenendsauto und als Oldtimer oder Youngtimer, wenn man dann auf die alten V12 Modelle guckt, wird das wahrscheinlich auch nochmal einen richtigen Sammelwert haben, das Fahrzeug. An sich war es ein sehr schöner Tag. Für mich das erste Mal V12 fahren. Sehr beruhigendes Motorgeräusch, ja, und auch sehr schöner Klang. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und schaut auch gerne mal meine anderen Videos vorbei. Würde mich natürlich über ein Like und ein Abo auf meinem Kanal auch freuen. Und hier blende ich euch mal ein Video ein von meinem W220 S350 4MATIC. Mein Fazit zu dem Fahrzeug und darunter nochmal meine W140 Kaufberatung. Schaut euch das gerne mal an und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer MT Benz 140.